Emmy, pass auf, Emmy. Genau, das Wasser muss raus. Genau, das ist richtig. Kein Bienchen hier, Emmy. Schade. Da ist so viel kleine Tiere hier. Hallo Freundin von meinem Kanal Gardening at Home. Hier ist mein Google-Diste. Was ist das? Google ist, ich vergesse meinen Stroh oder was. Und hier hat so viel kleine Tiere, aber schade, dass diese nicht Bienchen ist. Aber alles egal. Diese Blumen gefällt mir so sehr, wegen die Farbe ist so richtig schön. Ist blaue und das ist ausgewöhnlich und auch bienenfreundlich für diese Blumen und hat so viele kleine Tiere im Sommer wie heutzutage, wie heute. Und hier hat so viel Dolden, ja, kleine Kugel. Und diese heute ist nicht so heiß und die kleinen Tiere hier gefallen in diese Blumen. Ich vergesse, wie heißt diese Blumen, diese Mannenstroh oder so. Und in meinem Gartenblumen gibt es auch so viele Tiere. Da gibt es ist das Hummel, eine große Hummel. Ich zeige ja, vergrößern da mein Hummel. Das hier ist Gartenblumen und daneben ist Daglilien. Und jetzt möchte ich euch zeigen über meine Lavendel. Okay, da hier ist meine Lavendel mit auch Hummel, aber leider ist, ich weiß es nicht, diese ist Bienen oder nicht, aber ich denke, das ist alle nur Hummel hier. Das ist schon ja, ein bisschen verblüht wegen so heiß, schon einige Tage, aber trotzdem auch noch schön. Ich möchte wieder noch abschneiden später, nachdem alle hier verblüht, richtig absolut verblüht. Aber jetzt möchte ich euch hier zeigen über kleine Tiere hier gefallen in meinen Pflanzen. Hier habe ich wie viele 6 oder so die große Lavendel aus ich vergesse aber das hier, denke ich, Angus die Folia Sorte. Da hier ist alle schon 3 Jahren oder so, 3 Jahren mehr. Auch das Schmetterling manchmal auch hier
Da die braune Schmetterling ist auch hier. Dieses Jahr meine Lavendel sind sehr üppig blühen und ich habe in meinem Garten viele Sorten von Lavendel. Es gibt vielleicht 4 Sorten und 4 Sorten und andere Klasse. Und diese Sorte ist eine zweifarbige Sorte mit hier, also es sieht wie weiß aus, aber kann, wie heißt das, diese blaue Farbe, also erstmal diese weiße und danach wechsel mit blaue Farbe. Mir gefällt sehr diese Lavendelsorte, weil das ist so absolut winterhart und auch richtig busige Lavendel. Ja, manchmal gibt es Lavendel, die nicht so richtig busig für diese Blumen und diese Blumen nicht so richtig eng, sondern ein bisschen, wie heißt das, viele Abstand, trotzdem richtig hoch für eine Stange, aber bei dieser Lavendelsorte, wieso gefällt mir so sehr, wegen dieser Blumen ist zu eng hier, deshalb hat zu viele Blumen und nicht so umgeknickt. Ich zeig dir da, bis da meine Lavender, diese busige Lavender. Es gibt auch die andere Sorte, ich zeig euch auch. Hier ist diese auch busige Lavender, aber diese Stange ist so hoch, deshalb manchmal, wenn zu viel Blüten haben, nicht so richtig schön aussieht. Und ich zeige dir auch andere Lavendel von mir in meinem Garten. Hier ist andere Sorte von meinem Lavendel, aber das ist nur eine Farbe, diese blaue Farbe aus Sortiment, weiß ich nicht genau, das ist auch Angustifolia Lavendersorte. Und da, hier ist auch Schmetterling gefallen und auch Hummel hier. Viel Hummel hier in meinem Lavendel. Trotzdem hier ein bisschen ausgeblüht, aber geht noch. In 2 Wochen vielleicht möchte ich auch diese abschneiden und dann kommen im Herbst wieder durch. Und wie ist eure Lavendel in eurem Garten? Ich hoffe, dieses Video konnte auch für alle Zuschauer konnte auch hier auch vielleicht gefallen und im Garten konnte auch Lavendel wie bei meinem Lavendel auch einpflanzen.